Gerade jetzt, wo PC Building Simulator 2 angekündigt worden ist und wir so wenig eigentlich über den nächsten Teil wissen, was es alles an neuen Features geben wird, gibt es natürlich viel Platz für Spekulation und Wünsche. Deswegen habe ich für euch die Top 10 Features, die ich mir für den zweiten Teil von PC Building Simulator wünsche. Ich weiß, VR-Spiele sind immer noch ein wenig eine unpopular Opinion. Gerade weil Virtual Reality immer noch super teuer und auch ziemlich umständlich ist. Aber PCs in VR bauen kommt so nah an die Realität wie nur irgendwie möglich. Und man könnte Sachen wie das Einbauen von GPUs oder auch das Verteilen von Thermal Paste hier so gut umsetzen wie sonst unmöglich. Das habe ich ja letztes Video eigentlich schon angesprochen. Selbst der kurze Trailer von PC Building Simulator 2 zeigt schon, dass Kabel ineinander glitschen. Allerdings ist das Spiel bisher weder draußen, noch hat es ein genaues Release-Date. Also, bitte Entwickler, fix das. Nach dem ersten Spiel mit seinen Problemen an genau der Stelle muss da einfach Raum für Improvement sein. Also, hierunter fällt eine ganze Menge an Zeug. Alles von Power Management bei RAM und CPU bis hin zu Übertakten und Latenzen, genauso wie auch Lüfterkurven, um die Temperaturen des PCs unter Kontrolle zu halten. So viele Dinge, die es eigentlich meiner Meinung nach schon im ersten Teil geben sollte. Und die es im nächsten Teil dann hoffentlich auch wirklich gibt. Mir ist bewusst, dass Kantenglättung eigentlich kein Feature ist. Und ich bin mir auch recht sicher, dass es in PC Building Simulator 2 Kantenglättung geben wird. Denn, ich meine, ihr seht ja hier die Beispiele aus Teil 1. Und das ist einfach nicht auf dem Grafikniveau von 2022. Wahrscheinlich nicht mal von vor 10 Jahren. Denn Kantenglättung ist definitiv keine Neuheit. Hier ist noch eine Menge Raum für Verbesserung. Wir hatten da zwar schon einiges bei der PC-Info, aber auch Sachen, wo man die Temperatur über die Zeit hinweg sehen kann, wäre tatsächlich cool. Auch mehr Sachen, um seinen PC zu stresstesten, wie zum Beispiel Cinebench, wären echt nice. Und natürlich nicht zu vergessen, Tools, um Probleme beim PC zu finden, wie beispielsweise ein RAM-Tester-Tool oder einiges mehr auch. Das hier ging mir einfach nur auf die Nerven beim ersten Teil. Und die Limitierung ist einfach nur echt kacke. Es sollte nicht so sein, dass es mehr oder weniger ein Limit gibt, wie viele PCs man im Schrank ins Lager tun kann und ab irgendeinem Punkt die Rechner da einfach gelöscht werden und komplett weg sind. Dadurch habe ich schon echt aufwendige und sehr schicke PCs verloren. Ich weiß, die Entwickler haben bei PC Building Simulator einen Fix rausgebracht, der allerdings daraus besteht, mehrere Spielstände für den Freebuild-Modus zu haben, aber das kann ja eigentlich auch keine dauerhafte Lösung sein. Um ehrlich zu sein, betrifft das hier vielleicht nicht jeden, wahrscheinlich nur die wenigsten, aber ich fände es ziemlich nice, wenn man Kamerafahrten wie im Trailer einfach selbst machen kann. Bei PC Building Simulator kann man da mit ein paar Tricks und Bugs einiges machen, aber es ist viel Aufwand und einfach unnötig umständlich. Ich spreche immer gerne von Airflow bei meinen PC-Builds, aber eben vor allem, weil es tatsächlich wichtig ist. Ein Spiel, was zumindest einen gewissen Anspruch hat, das PC-Bauen wem beizubringen, sollte bei Airflow auch nicht Halt machen. Es gibt Cases, die kann man echt für leistungsstarke Hardware eigentlich einfach nicht empfehlen und ich erwarte auch nicht,
dass der jetzt komplett übertrieben wird, dabei wie komplex das Ganze ist. Aber zumindest wenig höhere Temperaturen, wenn man kaum Lüfter in seinem Case hat oder eben ein Gehäuse nimmt, das rundherum komplett verglast ist, wäre doch eine Lösung. Entweder die Möglichkeit, seinen Speicher schneller zu machen oder dafür zu sorgen, dass selbst wenn eine Platte kaputt geht, man trotzdem keine Daten verliert, da sie auch nochmal auf den anderen Festplatten gespiegelt sind, bietet alles von RAID 0 bis hoch ins Unendliche alles Mögliche an, Möglichkeiten für Speicher, und es wäre auf jeden Fall eine Grundlage für eine Menge neue Quests. Damit würde man dann auch ein wenig in die Richtung von Servern gehen. Was ja prinzipiell auch ein interessanter Bereich an PCs und auch für Quests sein könnte. Mir ist bewusst, dass verschiedene RAM, den man eben mischt, zu Instabilität bei einem PC führen kann. Aber es wäre einfach interessant, trotzdem die Möglichkeit zu haben, zum Beispiel 24 GB RAM oder auch ähnliches zu verbauen. Auch verschiedene RAM-Geschwindigkeiten können spannend sein, gerade wenn man mal wieder im Spiel gebrauchte Hardware loswerden will. So, ich hoffe, euch haben die 10 Features, die ich mir für PC Building Simulator 2 wünsche bzw. erhoffe, gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einfach gerne ein Like da. Natürlich auch auf jeden Fall ein Abo, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Und natürlich, wie immer auch ganz wichtig hier, lasst mir gerne Vorschläge für weitere Sachen in den Kommentaren da, denn dann können wir dazu auch gerne nochmal ein Follow-up-Video machen.